Ganz schön frisch draußen. Mein Name ist Andreas Hoffmann vom Studierendenwerk Berlin. Ich bin hier im Mensa Kochstudio und ich habe euch hier ganz tolle Gemüse mitgebracht und damit möchte ich mit euch einen leckeren Eintopf kochen. Habt ihr Lust? Auf geht's! Das Gemüse ist jetzt gut gewaschen. Das ist ganz wichtig, weil das Gemüse geht durch viele Hände. Ihr seht die Zutaten jetzt hier rechts eingeblendet und unten ist die Rezeptur auch nochmal für euch verlinkt. Da könnt ihr dann raufgehen. Für den Eintopf nehmen wir als Basis Kartoffeln, Kohlrabi, Zwiebeln, Karotte, Petersilienwurzel sowie Staudensellerie, schöne Zwiebelschnuppen und ganz frische Petersilie. Hallo, ich bin Halil und ich arbeite bei dem Studierendenwerk im Bereich Kultur. Ich studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU in Berlin und ich bin heute hier mit Herrn Hoffmann, hallo, der Mensa-Leiter, und ich habe ein paar Fragen über die Mensa-Küche. Ja, sehr gerne. Wo sind wir überhaupt und was machen wir hier? Ja, also wir stehen hier sozusagen im Wald, im Mensa Kochstudio. Das haben wir ins Leben gerufen am Anfang der Epidemie. Wir möchten hier gerade unsere Rezepturen, die wir normalerweise in den Mensen kochen, für ganz, ganz viele Menschen runterbrechen auf 4 Personen, sodass die Studierenden das zu Hause leicht mit einfachen Mitteln und günstig nachkochen können. Das klingt super. Also, es ist jetzt Herbst. Können Sie uns erzählen, was die Deutschen gerne essen zu dieser Jahreszeit? Also wir Deutschen sind ja bekannt für unsere tollen, gehaltvollen Eintöpfe. Und das seht ihr jetzt gerade auch, das kochen wir jetzt gerade hier auch, einen Gemüseeintopf. Und hier für diese Region Brandenburg, Berlin, da gibt es ganz, ganz viele tolle Wurzelgemüse im Umland, was hier auch wächst, wo die Anfahrt ganz, ganz kurz ist. Und auch gerade Kürbis ist sehr bekannt für Berlin und Brandenburg. Und das versuchen wir alles sehr, sehr schmackhaft in unsere Töpfe zu bringen. Was sind typische Gerichte und Getränke für Berlin? Für Berlin, ja, das ist eine gute Frage. Berlin ist ja sehr international. Ich würde sagen, es geht nichts ohne die Berliner Currywurst, da geht kein Weg dran vorbei. Aber man darf mittlerweile den Döner nicht unterschätzen, den Kebab-Döner, auch sehr bekannt in Berlin. Aber vom Getränke würde ich sagen, eine Fassbrause, das kennt man vielleicht auch nicht so, wenn man von außerhalb kommt. Und eine Berliner Weiße. Hatten Sie da schon mal eine Berliner Weiße? Ja, das hatte ich schon mal. Ja? Und hat Ihnen das gefallen? Ja, ich würde sagen ja. Ja, also mir persönlich war es am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, so mit Grün und Bier und so, mit Waldmeistergeschmack, aber ich fand es auch sehr, sehr lecker. Ja, ich trinke leider nicht so gern Bier, aber... Ja, aber es gibt auch alkoholfrei Berliner Weiße mittlerweile, muss man sagen. Ja, das passt richtig gut zu Currywurst, muss ich sagen. Ja, stimmt. Und was ist Ihr Lieblingsgericht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Lieblingsgerichte. Es hängt immer davon ab, wo ich gerade auch bin. Aber hier im Berliner Raum im Frühjahr ist es der Spargel. Wir haben ganz, ganz viele tolle Spargelfelder hier im Umland. Das kann ich nur mal empfehlen, sich das mal anzuschauen und da vielleicht auch mal selber Spargel zu stechen. Und wenn man den dann zubereitet hat, das ist super lecker. Und hier im Herbst esse ich unheimlich gerne Grünkohl. Ich bin ein absoluter Grünkohl-Fan. Und das muss man nicht unbedingt auch mit Speck und Wurst essen. Das kann man auch vegan oder pflanzlich essen. Das sind ganz, ganz tolle Rezepte, die man mit Grünkohl machen kann. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Ja. und es hat mich auf jeden Fall gefreut. Also mir persönlich hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie doch vielleicht mal zu Hause schauen, was Sie für Rezepte haben, was Sie interessiert oder was Sie aus Ihrer Heimat mitbringen. Und dann das nächste Mal kommen Sie hierher und dann kochen wir das hier mal zusammen. Das ist sehr super, Ja? auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Danke. Tschüss. So schnell geht's. Es ist alles geschnitten. Macht euch nicht so einen Stress mit der Größe. Einfach so haselnussgroß, walnussgroß, ungefähr die gleiche Größe im Gemüse, vollkommen ausreichend. Wichtig ist jetzt nur, dass wir, nachdem wir die Zwiebeln im Pflanzenöl angeschwitzt haben, wir die Gemüse nach und nach zugeben, je nach Grad des Garens. Ich zeige euch das mal hier, kommt mal ran. Die Zwiebeln schwitzen wir jetzt an im Pflanzenöl. Danach geben wir das Wurzelgemüse dazu. Das karamellisiert dann schön, da kommt der Zucker raus aus dem Gemüse. Und danach geben wir dann die Kartoffeln zu. Das gießen wir dann auf mit Gemüsebrühe. Ihr seht hier den Link. Die Gemüsebrühe, die hatten wir schon mal gekocht. Könnt ihr da noch mal schauen. Und ganz zum Schluss, so circa nach 15 Minuten, 20 Minuten Kochzeit, geben wir die Zwiebelschnuppen und den Staudensellerie dazu.
Der Eintopf ist jetzt nun angegossen, fängt schon ganz langsam an zu kochen und nun ist es Zeit, etwas anzuwürzen. Wir nehmen dazu ein wenig Salz, ein bisschen Zucker, ganz wenig Zucker. Das Gemüse hat viel eigenen Zucker. Muskatnuss passt sehr gut zu der Kartoffel und für die Verdaulichkeit ein ganz klein wenig Kümmel und so 1-2 Blatt Lorbeer. Nun lassen wir dies weiterhin köcheln. Es ist ein rein pflanzlicher Eintopf, aber wenn ihr es so ein bisschen rauchiger haben möchtet, so ein bisschen noch herzhafter, da habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Es gibt Tofu geräuchert zu kaufen, den könnt ihr in kleine Würfel schneiden und ganz zum Schluss zugeben und das rundet den Eintopf so richtig schön ab. Der Eintopf hat jetzt 15 Minuten gekocht. Kommt mal ran, ich zeige euch mal. Hier, es ist richtig schön sämig schon. Ja, die Zwiebel löst sich so gut wie auf, die Kartoffel ist fast weich. Das könnt ihr so ein bisschen am Rand immer testen, seht ihr? Lässt sich ganz leicht zerteilen. Und jetzt ist es Zeit, die Zwiebelschlucken und den Staudensellerie zuzugeben. Der riecht richtig gut, so richtig schön rauchig. Jetzt schneiden wir den in Würfel. Der Tofu, der hat jetzt noch mal ganz kurz mitgekocht im Eintopf. Das riecht richtig schön herzhaft rauchig. Und jetzt schmecken wir den Eintopf ab und geben noch etwas Petersilie dazu und dann ist das Essen fertig. Ich würde sagen, das schmeckt schon sehr lecker. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ich mag es ein bisschen, wenn es ein bisschen schärfer ist. Vor allen Dingen, wenn da so ein bisschen was Geräuchertes drin ist, passt ein bisschen Pfeffer dazu. Es ist geschafft. Der Eintopf ist fertig. Wir richten den Eintopf jetzt nun an. So, schön mit Brühe und dem geräucherten Tofu. Das sieht total lecker aus, finde ich. So, jetzt geben wir noch ein bisschen gehackte Petersilie dazu. Und ich finde, das gibt dem Eintopf jetzt noch den letzten Kick. Ich kann es kaum erwarten, da jetzt mit meinem Löffel reinzustechen und den Eintopf zu essen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.